Die Kassenärztliche Bundesvereinigung fordert von den Krankenkassen Strafzahlungen für Patienten, wenn diese unentschuldigt Termine nicht wahrnehmen. Wie hoch diese Gebühr sein könnte, das ist noch offen. Hintergrund für den Vorstoß sind die zum Teil wirklich sehr langen Wartezeiten für Arzttermine bei Kassenpatienten. Bundesgesundheitsminister Lauterbach, der hält allerdings nichts von dieser Gebühr. Max Hermes hat sich mit einem Arzt, aber auch mit Patienten darüber unterhalten. Mit der Gesundheitskarte in wenigen Sekunden beim Arzt einchecken. Das System ist einfach, die Nachfrage groß. Trotzdem kommt es in vielen Fällen erst gar nicht zu diesem Schritt. Schuld sind Patienten, die ihren Termin nicht wahrnehmen, ohne ihn vorher abzusagen. Ich bin heute zum Beispiel mit dem Bus gefahren, ja. Der kam nicht und der nächste fuhr ganz anders. Der hielt nicht an der Haltestelle. Bin zu spät gekommen. 7 von 10 Praxen haben mit geschwänzten Terminen zu kämpfen, sagt die Kassenärztliche Bundesvereinigung und fordert Strafen. Angemessen wäre eine von den Krankenkassen zu entrichtende Ausfallgebühr, wenn deren Versicherte Termine vereinbaren und dann unentschuldigt nicht wahrnehmen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach lehnt die Pläne der Kassenärzte ab, will stattdessen das Honorarsystem grundsätzlich ändern. Er appelliert an Patienten, Termine frühzeitig abzusagen. In Arztpraxen wie der von Dr. Maske telefonieren sie den Menschen sogar hinterher. Doch oft sind die Nummern veraltet, Termine werden vergessen. Was natürlich auch menschlich ist, aber in der Hülle und Fülle, wie es im Moment passiert, ist es tatsächlich belastend. Eine Gebühr, die letztlich die Allgemeinheit tragen müsste, sieht er trotzdem kritisch. Auch bei Patienten ist sie umstritten. Es gibt ja auch Ereignisse, die kann man ja nicht planen. Und man sollte das auch noch im Nachgang vielleicht eine Entschuldigung bringen können. Mit der Begründung, ja, würde ich denken, ja. Ich finde das völlig in Ordnung, wenn man einen Termin hat und man weiß, dass viele Leute zum Arzt gehen und man hält diesen Termin nicht ein, ist das eine Rücksichtslosigkeit, für die ich kein Verständnis habe. Also Strafe zu bezahlen für einen Termin, den man nicht wahrnimmt, kann ich mir bei unserem Hausarzt nicht vorstellen. Das macht er garantiert nicht. Einzelne Ärzte sehen das offenbar anders, erheben schon jetzt auf eigene Faust eine Schwänzgebühr. Bei einem Zahnarzt in Kiel kostet das unentschuldigte Fehlen laut Medienberichten stolze 100 €.